So, wir sind hier auf der Rückseite vom Marktstall und hier soll unser neues Atelier rein, in dem alle möglichen Arten von Kunstformen betrieben werden können. Und dafür werden wir heute das Dach abnehmen, was glücklicherweise aus Asbest ist. Und dabei werdet ihr direkt lernen, wie man Asbest entsorgt, bearbeitet. Wir gehen jetzt ganz kurz rein, dann seht ihr, wie die scheiß Laube jetzt gerade aussieht. Wow! Ein YouTube-Übergang, wie aus dem Bilderbuch. Lehrbuch vielleicht. YouTube-Lehrbuch. Komm, wir machen noch mal einen besseren. Wow! Alter, der war geil. Da kann Hunger einpacken. Guck mal, das sind unsere 30 Quadratmeter. Momentan ist es noch eine Art Pferdebehausung. Naja, auch das schon lange nicht mehr. Aber hier waren früher Hühner drin, dann waren da Pferde drin, 3 Boxen. Und alles muss raus. Denn hier sollen so Tische rein und dann Pinsel und Farben und so. Ich kenne mich nicht so wahnsinnig gut mit Kunst aus. Obwohl ich selber ganz viel mache. Kunst plumpst aus mir so raus. Wie scheiße. Ich habe schon was gemacht. Erstmal jetzt hier den Eingang aufmachen, damit wir den Dreck da besser rausholen können. Bestes Material. Fußboden, da müssen wir erstmal die ganze Kacke rausschippen hier da. Ist das die Mark Forster? Kokon, Kokon, hey, hey, hey. Du? Jo. Kruzifix noch eins. Das ist Mark Forster auf dem Brett. Während die Jungs jetzt hier den ganzen Kram rausschippen, fangen wir an, unsere Wände hier von unserem Pferdestall rauszubauen. Also am schönsten wäre es eigentlich für den grundsätzlichen Flavor dieses Raums, wenn diese Sachen drin bleiben würden. Aber das ist irgendwie, wir schränken uns hier platztechnisch ganz schön ein und das ist halt einfach, manchmal muss man sich von Dingen trennen, weil sie wertvoll sind. Oh, Alter. Ah, sehr gut. Wenn die Schraube abbricht, hast du gewonnen. Dann brauchst du nicht arbeiten. Ich finde Rückbau viel geiler als Aufbau. Das geht schnell, das ist effektiv, man sieht viel und man schafft Platz. Bei dem anderen baut man sich immer weiter zu und merkt am Ende, fuck, das ist viel zu klein. Wo ist der noch fest? Unten Da wahrscheinlich. hinten ist noch unten eine, oben sind noch 3 Schrauben. Ey, Alter, hier sind so viele Schrauben reingedreht. Scheiß Qualitätsarbeit, ey. Ja. So, jetzt ein paar mehr Leute auf der anderen Seite. Boah, Riesenraum. Oh Gott. Warte. Riesenstück ist es. Hey, nicht so schnell. Boah, jetzt ist der Raum bestimmt riesig, wa? Oh ja. Das sieht ja aus wie ein Atelier. Es gibt ein paar Probleme. Uns fehlen die finanziellen Mittel. Diese Wand müsste verkleidet werden, weil da kommt ja die Feuchtigkeit und Kälte einfach durch. Die wollen wir aber behalten. Und selbst mit freigekratztem Boden ist hier nicht allzu viel Platz zur Decke. Wenn wir das jetzt sauber isolieren wollen würden, dann müssten wir auch einen neuen Boden hier reinmachen. Das heißt, du machst da so eine Lattung rein, dann kommt Isolation da drauf und so. Darauf kommt dann Holz. Das heißt, du hast immer so 20 cm oder so. Und da haben wir dann gesagt, wir machen das genau wie in der Spelunke. Nicht. Also wir lassen das so und isolieren das nicht komplett. Sondern wir machen nur, dass es schön ist. Wir können schon mal kurz das Dach angucken. Also es handelt sich dabei um Asbest. Asbest aus dem Lateinischen Asbestos. Ewig beständig oder so ähnlich heißt das. Ewig während. Es ist ein Zeug, was unglaublich geil ist, weil es hitzebeständig ist und halt eben regenunempfindlich und so. Ist mega geil. Ist halt nur ein bisschen giftig, wenn die kleinen Partikel aufbrechen. Also wenn wir die Platte fallen lassen würden. Und dann kommen da kleine Splitter hoch. Die sind nämlich super klein, aber so groß, dass sie sich verletzen können. Die gehen in deine Lunge, setzen sich da rein und dann kriegst du Krebs. Also Asbest ist hochkrebserregend. Wir als Privatperson dürfen unser Dach davon aber abdecken, wenn wir das vernünftig entsorgen. Genau das machen wir gleich. Es gibt Atemmasken und wir kriegen Ganzkörperkondom irgendwie übergezogen und wir haben die Atemmaske auf. Da kann eben dann nichts passieren. Aber man muss trotzdem ein bisschen aufpassen. So, verwandelt. Also wir brauchen einen kleinen Schutzanzug. Mann, so eine beschissene Scheiße hier. Warte mal, ich muss das oben drüber tun. Schutzkleidung ist komplett von A bis Z nervig. Ich habe auch Kumpels, die haben ihr Asbestdach einfach selber ohne Klamotten, ohne alles abgeräumt. Man sagt, ja, aber es ist halt unsichtbare Gefahr. Genauso wie Radioaktivität. Finde ich irgendwie ungeil. Weißt du, bei so einer, wenn du eine Steckdose packst, kriegst du einen gewischt, weißt du ganz genau, was passiert ist. Aber wenn du wenn du dich quasi unterschwellig verletzt und dann ein paar Jahre später davon was hast, dann schockt das halt nicht. Das ist ein bisschen doof. Jetzt schrauben wir. Hier oben sind überall so mit der 12er Nuss, kann man einfach die Schrauben abmachen. Die machen wir jetzt einfach vorsichtig, drehen wir die da runter. Dann geben wir die runter, als wenn sie aus Schokolade wären. Vorsichtig. Da vorne werden die hier in den Sack reingepackt und dann können sie damit sicher entsorgt werden. So, guck mal hier, pass auf. Das hier sind unsere Schrauben da. Da sind die 12er. Die haben hier immer so einen Deckel. Okay, das war Nummer 1.
Jetzt muss man hier zwischen der ganzen Moosscheiße nur die ganzen Schrauben finden. Irgendwo sind die hier. Man fängt mit sowas natürlich oben an, weil die Platten so aufeinander gepackt sind. Die liegen so aufeinander, das heißt, wir müssen erst die oberste runternehmen und dann die unterste. Kriegst du die GoPro da? Ja, ich hab dich. Oh Gott. Ja. Ja. Sehr gut. So, jetzt machen wir das hier ab. Oh Mann. Guck mal, die erste Platte müsste runtergehen jetzt. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Kannst du anheben da? So, jetzt vorsichtig, ganz vorsichtig. Hier vorne außen bricht die... Okay, lass über die anderen schieben. Oh, die sind schwer. Asbest ist scheiße schwer. Warte, ich schieb von oben. Und du gehst da mal mit hin am besten. Jetzt. Vorsichtig. Einer noch rechts außen. Hier vorne noch jemand hin. Ja, super. Seid ihr? So. Jetzt in eine Tüte und Abfahrt. So. Wir haben Bruch. Wir haben Bruch. Zum Glück haben wir uns geschützt. Das ist ja eine Arbeit, die gar keinen Spaß macht. Was ich gut finde, ist, dass wir dieses Dach jetzt neu machen. Und den Asbest entsorgen und das da einfach ignorieren. Habt ihr? Ja. Dann machen wir jetzt noch mal ganz kurz zu Ende und dann kommt eine neue Fläche Holz drauf. Super einfach. Bis gleich. Moin Leute. Willkommen zu Teil 2, also Teil 1. Tag 2. Hier ist jetzt zu hoch. Unser Dach, was wir da gleich draufsetzen werden, passt dann da nicht rein. Wir müssen also erstmal die Erhöhung hier reduzieren. Oh Gott. Achso, die Latten müssen auch ab. Also erstmal Reduzierung und dann, was ist mehr in Fachsprache? Addierung. Und später, wenn es fertig ist, vielleicht eine Radierung. Das ist eine Kunstform. Oh Mann, ey. Also wichtig ist, wir dürfen hier halt nur die oberste Linie, die oberste Schicht. Die Wand soll am besten stehen bleiben. Das fühlt sich nicht sicher an. Abriss! Voll geil hier. Hör mal Bock hier, du. Hör mal Bock. Kannst du mal die GoPro hier rüber schleudern, bitte? Oh, nee. Das war's. Vor allem auch mit der Ansage, kannst du mal die GoPro rüber schleudern? Oh, ist immer voll schade. Guck mal. Ich finde immer überall Vogelnester. Sauber ausgearbeitet, ne? Wie viel Arbeit sowas ist. Ich guck mal, dass man vielleicht für bedürftige andere Vögel... Geben wir das nochmal frei hier. Super, ich würde da ohne Scheiß sofort einziehen. Das ist ein richtig geiler Platz. So ein moosiger Baumstamm, Katze kommt genau nicht hoch. Das ist doch richtig cool. Hier hinter, da ist es. Aua, au. Abriss ist blöd, wenn man aufpassen muss. Ich finde Rückbau viel geiler als Aufbau. Das geht schnell, das ist effektiv, man sieht viel. Oh. Vanessa, könntest du vielleicht mal ganz kurz da vorne die Pissrinne ein Stück von der Wand abziehen? Du? Das ist die Pissrinne von unseren Veranstaltungen. Die muss ein Stück von der Wand weg. Aber wie soll die denn von der Wand weg? Ist es so? Ja. Ja, dann schraub ich auch eben ab. Das Dach muss eh auch noch ab hier, ne? Du Scheiße, ja. Den hier brauchen wir auch noch. Oh, warte. Und die eine haben wir verloren. Oh, oh. Ach, unser ganzer Balken. Was? Was ist das denn? Der ist überhaupt nicht fest hier. Jetzt geht das. Jetzt geht das, Bräuch? Vorsicht. Vorsicht mit allem Mann und mit den Nägeln hier weg. Jo. Vorsichtig runterlassen. Du solltest das festhalten. Ist das Klo noch intakt? Sieht tipptopp aus. Ey, hier nicht so doll drauf, ne? Der liegt nur auf. Ist hier vielleicht so ein kleiner Riss in der Wand entstanden? Au! Hubala. Moinsen. Naja, das hat sich runtergearbeitet halt, ne? Der ganze Kram. Wir wollen ja, einige kann man aufhaben, einige kann man zu. Die zu sind, da kommt Fichte drauf, also das hier. Billigstes Holz, mit Nut und Feder kann man nacheinander schieben. Das heißt, von unten sieht es dann voll chico aus, wie eine richtige Holzdecke. Da drüber kommt dann so ein Metallblech. Und das lassen wir an dieser Seite hier ein Stück überstehen, ne? Und zwar genauso weit wie das hier. Dann haben wir so eine schöne Flucht. Vorne kommt. Was ist nur aus dir geworden? Das sieht auch aus hier, ey. Hier nur Schluderboys laufen hier rum, ey. Ich habe hier auch einen super geilen Stand hier. Ich stehe auf 2. Die ersten sind immer die fiesesten, weil da muss man gerade bleiben, sonst kommst du komplett, sonst ist alles im Arsch. Jo. Kamerafahrt? Ja. Oh Mann, fuck, ey. Alter, diese scheiß Kamera. Fuck, sorry, Kumpel hier.
Ja, geht noch. So, nehmt euch immer hier, wenn ihr die rankloppen wollt, so ein kleines Musterstück. Setzt ihr dann hier so auf das Ding. Steckt den an und könnt dann hier raufhauen und hier kann dann die Feder kaputt gehen. Ne? Jetzt läuft er langsam, der Lachs hier, du. Kennt ihr das? Wenn ihr diese Bretter draufhaut, macht man immer so, ne? Das macht man immer mit der Hand. Und am Ende des Tages hast du so 2 komische Bärenclaws, mit denen du noch so... Und dann so einen richtig dicken blauen Fleck, mit dem man alles nur noch festmacht. Jetzt wird da drüben das gleiche gemacht und das Fach 1, 2, 3, die werden nachher mit so transparenten Platten belegt. Wir tackern da gleich die Folie drauf, die fusionsoffene Folie, und darauf kommt dann eine Lattung, die einmal komplett rüber geht. Und dann haben wir eine saubere Höhe über die ganze Breite, da kommt nachher Blech drüber und hier kommt transparentes Blech drüber, also transparentes Plastik so. Und dann haben wir richtig schön freier Himmel und geschützt, da können wir dann sauber Kabel drunter verlegen und schöne Lampen an die Decke bauen, alles sexy. Change my mind when I tell you I am coming just for you. Can't change my mind when I tell you I am coming just for So, die Jungs haben den ganzen Tag gearbeitet und hier oben drüber jetzt alles vernünftig verkleidet und angeschraubt. Richtig geil. Das ist jetzt so. Wir haben über unserer Fichte, also über unserer Fichte ist jetzt eine Folie und die ist in die eine Richtung offen. Also so semi-permeabel im Grunde, wie die Membran, die ihr aus dem Biounterricht vielleicht noch kennt. Das nimmt also Feuchtigkeit von unten auf und gibt die nach oben weiter. So, und da kann es dann nicht mehr raus. Und da drauf ist jetzt eine Lattung geschraubt und auf der Lattung ist dann einfach die Plastikhaube, beziehungsweise unter dem Holzstück ist Metall. Und hier in der Mitte ist es halt transparent. Also ja, im Grunde geil, oder was? Jetzt fehlt noch eine einzige Platte über unsere Pissrinne, die bauen wir jetzt noch ganz kurz an und dann sind wir fertig. Für die anderen Teile haben wir hier schon Richtfest gefeiert. Siehst du da? Da wurde ein Weihnachtsbaum raufgeschmissen und Waldo hat einen Spruch zum Besten gegeben. Richtfest! Aus Balken und Stein wird ein Haus, nun schmückt ihr es mit Liebe aus. Oh! Ich heb mal vorne hoch hier, warte. So, schieb runter. Da kann man sich auch leicht die Finger abschneiden an der Scheiße hier. Ja, da muss noch weiter. Jetzt! So, die Schrauben, die wir jetzt reindönnern hier, die haben immer so einen Gummispeckring hier oben. Die drückst du dann da ran und deswegen kann da kein Wasser reinlaufen. Und die haben unten so eine kleine Kante und die sind selbstschneidend damit. Und guck mal, da oben ist ein Falke. Da, über uns direkt. Alter! Bussard, Millennium-Falke. Milan? Aber ist das eine Falkenart? Ein Greifvogel halt, ne? Ja, die sind schön. Gabelweihe. Warum weißt du das? Hast wahrscheinlich mal abends so eine Doku geguckt. Was passiert jetzt hier eigentlich? Einmal andoggen hier. Ja. Ja, der ist weg. So. Guck mal, so einfach. So, also unser Atelier hat ein Dach. Geil. Und es ist schön zweigeteilt, sauber versiegelt. Und wir haben Licht in der Bude, was geil ist. Und Metall drauf, ich meine, das verhält jetzt irgendwie 150.000 Jahre wahrscheinlich. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Das war Teil 1. Im nächsten Teil bauen wir hier Fenster ein. Vorne eine fette Glastür und Türen. Wir brauchen ja 2 Türen und dann kalken wir von drinnen alles, machen alle Löcher dicht. Dann ist der Raum also theoretisch fertig. Und dann in Teil 3, das war's dann aber auch, kleiden wir den ganzen Raum aus. Da gibt es dann Stifte und eine Farbe und einen Tisch und Lampen machen wir noch. Strom, wir brauchen Wasser. Abwasser brauchen wir auch noch. Aktmalerei. Aktmalerei, einen nackten Mann bringen wir mit. Hier, wir können Dings fragen. Jared Lee Hasselhoff, nee, wie heißt der? Hasselhoff da von den Jared? Ja, David Hasselhoff. Mann, Alter. Jared Dingsbums Hasselhoff von diesen Typen, Mann. Bloodhound Gang. Evil Jared. Evil Jared der Hasselhoff. Macht das auf jeden Fall. Der macht das auf jeden Fall. Wenn wir Glück haben, gibt es in Teil 3 Evil Jared nackt bei uns zum Malen. So richtiger Scheißabschluss. Ey, wir sind halt keine Moderatoren. Wir sind Handwerker. Auf Wiedersehen.
Oh, ja, meine Hose ist gerissen. Ich hab's dir gesagt, dass mir überhaupt nicht. Ey, aber ich bin wirklich froh, dass das Dach drauf ist. Ich auch bin. Also, Kann ich vorher auch war's so einen scheiße. Spieß haben? Oh ja, ich auch. Ich Wer hat die greife ihn. gemacht? Hat irgendwer Geburtstag? Ich hab die mal eben gemacht. Boah, guck mal, das ist aber. Ich komme doch nicht, ich bin hier kurz vorm Abschmieren. Ich möchte eigentlich hier mit Chapore. Danke.